Ja, einen schönen guten Nachmittag an alle, die dieser Einladung gefolgt sind. Wir freuen uns riesig, dass wir euch aus dem Filmland Tirol, aus der Landeshauptstadt Innsbruck und aus dem Studio im Haus der Musik begrüßen können. Wir laden euch ein zur ersten virtuellen Location Tour von Cine Tirol. Und ich begrüße euch nicht nur im eigenen Namen, sondern auch im Namen des gesamten Cine Tirol Teams mit Angelika, Sophie, Thomas und auch im Namen unserer Kollegin Colette von Innsbruck Tourismus. Viele von euch kennen uns ja. Für die wenigen, die uns noch nicht kennen, vielleicht gerade eine kleine Einführung. Das Filmland Tirol gibt es seit über 100 Jahren und zeichnet sich durch ein paar besondere Erfolgsfaktoren aus. Das ist natürlich in allererster Linie die Vielfalt der Tiroler Berglandschaften, aber natürlich auch die Erreichbarkeit teilweise hochalpiner Drehorte. In besonderer Weise ist es auch die Kombination von Architektur in ihrer historischen und modernen Ausprägung innerhalb dieser Berglandschaft. Dann gibt es noch unglaublich spannende Geschichten und auch eine sehr spannende Geschichte unseres Landes, die Filmthemen veranlasst. Und dann gibt es noch die Filmfreundlichkeit der Tiroler Bevölkerung und erfreulicherweise auch der Tiroler Behörden, die Dreharbeiten sehr einfach und sehr leicht machen. Ich darf vielleicht noch 2 Sätze zu Cine Tirol sagen. Wir sind 1998 unter dem Dach der Tirol-Werbung gestartet. Grundidee war, Tirol aktiv als Filmland zu bewerben. Das tun wir eben seit vielen Jahren. Wir reisen zu den großen Filmfestivals, zu Fachveranstaltungen und anderen Events, um Tirol als Filmland bekannt zu machen. Wir bieten allen Filmproduktionen unser Location Service und auch unser Location Scouting an. Und für ausgewählte Spielfilmproduktionen bieten wir auch einen finanziellen Beitrag im Sinne eines Produktionskostenzuschusses. Diese Arbeit macht uns 4 noch immer wahnsinnig viel Freude und auch sehr viel Spaß. Wir hatten auch Erfolg. Inzwischen konnten wir über 1200 Filmproduktionen nach Tirol führen und wir haben große Lust, diesen Weg weiterzugehen. Und wann immer ihr den Wunsch habt, Tirol als Drehort zu wählen, bitte meldet euch. Wir können euch sicher bestmöglich helfen. Zurück zur Landeshauptstadt Innsbruck. Ich bitte die Colette uns ein bisschen was über diese Stadt inmitten der Berge zu erzählen und die Bühne ist somit frei Gerne, für dich. danke Johannes. Ja, ich darf Sie im Namen von Innsbruck Tourismus auch ganz recht herzlich begrüßen zu dieser virtuellen Tour und ich freue mich, dass Sie so zahlreich dabei sind. Wir sind, wie bereits erwähnt, heute in Innsbruck in der sogenannten Hauptstadt der Alpen. Deswegen so genannt, weil es einfach einzigartig ist und dazu würde ich Ihnen gerne ein bisschen Näheres was erklären. Innsbruck, hohe Berge, starke Stadt, eine Region mit Charme, Harmonie der Vielfalt, wenn man so sagen will. Diese behauptete Vielfalt ist keine Worthülse. Sie ist das gelebte Miteinander einer quirligen Stadt und kleiner Orte mit bäuerlichem Charakter. Sie drückt sich aus in 30 Minuten Entfernung zwischen Goldenem Dachel und hochalpinem Naturparadies. Sie spiegelt sich in den Glasfronten zeitgenössischer Architekturlandmarks und gelebten Traditionen. Innsbruck, Stadt trifft Land. Die Region Innsbruck besteht aus der Landeshauptstadt Innsbruck sowie den Dörfern ringsum auf einer sonnigen Mittelgebirgsterrasse mit fantastischem Blick auf die Stadt. Westlich davon reihen sich im Inntal malerische Orte aneinander, die bis zum Eingang des Ötztals reichen. Kleine Dörfer, große Natur. Das trifft auf das Sellrheintal zu, das in Kütei auf 2020 Metern endet. Schließlich gehört auch noch das Mieminger Plateau mit Tirols längstem Sommer und landschaftlichen Reizen zur Region Innsbruck. Das Mieminger Plateau, genauer gesagt das malerische Dorf Wildemieming, war in seinen Anfangsjahren bereits die Kulisse des Bergdoktors. Ebenso war Robert Balfrader mit dem Metzger zu Gast in Kütei
Und das Sellrheintal bot 2017 dem Film Tigers in the High eine würdevolle Bühne. Zahlreiche Produktionen von Hollywood bis Bollywood sind in der Region bereits entstanden. Innsbruck ist auch sehr alpin und ziemlich urban. In der Region Innsbruck führt nicht nur ein Weg in die Berge. 5 Gebirgsstöcke rund um die Stadt bieten ein abwechslungsreiches Freizeit-Dorado. Die Nordkette, die Miminger Kette, Stubaialpen, Kalkögel und der Patschakofel. Eine imposante Bergwelt, zu deren Füßen Innsbruck liegt. Auf relativ kleinem Raum teilen sich hier Stadt und Berg ihre Vorzüge und entfalten eine alpin-urbane Erlebniswelt. Geschichte trifft auf Design. Die fantastische Renaissance-Kunst- und Wunderkammer im Schloss Ambras in Innsbruck, das einzigartige Monument, der Schwarze Mann da rund um Kaiser Maximilians leeres Grabmal in der Hofkirche, die opulente Barockpracht des Stifterstamms, imperiale Grandezza auf den Spuren der Habsburger in Innsbrucker Hofburg, das sind nur einige der geschichtlichen Spuren, denen man in der Region Innsbruck folgen kann. Die Spurensuche des 20. und 21. Jahrhunderts dominieren architektonische Größen wie Zaha Hadid, Dominique Perrault, Heinz Dessart, Franz Baumann oder der in der Nähe Innsbruck geborene Maler Max Weiler. Innsbruck ist eine sehr lebhafte, quirlige, aber auch sportliche Stadt. Wie sie allerdings ausschauen kann, wenn sie leer ist, zeigen wir Ihnen jetzt gern im nachfolgenden Film Empty Innsbruck von Tyle Becks. Ja, Colette, vielen Dank für deine Ausführungen und vielen Dank auch für diesen tollen Film von Tyle. Der Film ist letztes Jahr im Frühling entstanden, eine Ausnahmesituation, aber aus meiner Sicht bringt er die Besonderheit dieser Stadt in ihrer Verbindung mit den Bergen und den Spiegelungen und so weiter ganz wunderbar auf die Bildfläche. Ja, und wir haben uns etwas überlegt. Wir werden euch jetzt einladen, mit uns eine kleine Entdeckungsreise zu machen. Und zwar zu 4 außergewöhnlichen Drehorten, Locations. Und ich bitte euch, uns zu folgen. Und als erste wird euch die Angelika mitnehmen. Ich wünsche viel Vergnügen. Wie bereits von Johannes angekündigt, begeben wir uns jetzt auf Entdeckungsreise durch das Haus der Musik. Da werde ich aber nicht alleine durchgehen, sondern werde begleitet von Wolfgang Glaubichler, dem Direktor des Hauses. Hallo Wolfgang, grüß dich. Hallo, grüß dich. Schön, dass ihr da seid. Ja, schön, dass wir da sein dürfen und dass du uns begleitest in diesem wirklich tollen Haus. Das gibt es ja noch nicht so lange. Nein, eigentlich erst ungefähr 3 Jahre. Es wurde im Oktober 2018 eröffnet und hat natürlich eine längere Vorgeschichte, das Ganze. Aber seitdem ist es ein wichtiger Bestandteil des kulturellen Lebens in Innsbruck. Das Haus wird ja wirklich vielseitig genutzt von den Mietern selbst, aber man kann ja auch von extern dieses Haus mieten. Ja genau, das wird vielseitig genutzt und nicht nur von den Institutionen im Haus, sondern von allen möglichen Veranstaltern hier in Innsbruck und Tirol. Und auch nicht nur musikalische Veranstaltungen, Konzerte dergleichen, sondern auch Theater und Kammerspielen, alles Mögliche, bis hin zu Filmdrehs, die auch schon hier stattgefunden haben. Wir sind also hier im großen Saal, das ist so etwas wie das Herzstück im ganzen Haus. Das ist einerseits der Probensaal des Tiroler Sinfonieorchesters, andererseits natürlich ein sehr beliebter
Veranstaltungssaal, der technisch alle Stückchen spielt. Die Akustik ist ganz besonders. Es ist eine ganz spezielle Konstruktion, ein sogenannter entkoppelter Raum. Somit ist er akustisch völlig dicht. Es geht nichts raus und nichts rein. Und das Holz und die Anordnung der Lamellen und der sonstigen Elemente ist halt so geplant, dass die Akustik perfekt ist, was den Nachhall und die Klangqualität anbelangt. Er ist sehr transparent und durchsichtig. Man hört leiseste Instrumente sehr gut. Und er ist auch natürlich wunderschön durch diese Öffnung zum Platz hinaus und dann mit dem wunderbaren Blick auf die Eiche. Also er ist ein Saal, der sowohl die Musiker als auch das Publikum in höchsten Maßen erfreut. Ja, sollen wir die Akustik gleich ausprobieren? Ich sehe da hinten einen Flügel stehen, ich könnte ja ein paar Töne anschlagen. Wir sind jetzt da im kleinen Saal. Für was wird der genutzt? Ja, wir verwenden ihn für Konzerte mit kleineren Besetzungen. Es ist ein fantastischer Saal, der ganz baugleich ist, nur halt viel kleiner. Also hier gehen 100 Leute rein, im großen Saal sind es knapp über 500. Und ich glaube, ich kann mich daran erinnern, diesen Saal auch schon einmal als Filmkulisse in einem Fernsehfilm gesehen zu haben. Wenn mich nicht alles täuscht. Das stimmt, allerdings ist er dann nicht als Konzertsaal verwendet worden, sondern ganz einfach als Büroraum. Wir sind jetzt auf einer von 2 Terrassen, die zum Haus der Musik dazugehören. Und ich muss schon sagen, der Ausblick auf die kaiserliche Hofburg, aber auch auf die Nordkette hoch über Innsbruck ist schon sehr beeindruckend. Ja, das ist einmalig. Wir sind hier auf der sogenannten Westterrasse im 5. Obergeschoss. Sie ist sehr beliebt, aber nicht nur bei Studenten, sondern bei allen Nutzern im Haus und auch durchaus bei externen Personen. Also das Innenleben des Haus der Musik war ja wirklich sehr beeindruckend, aber auch von außen erzählt dieses Haus ja eine Geschichte. Willst du uns darüber vielleicht ein bisschen mehr erzählen? Ja, es ist natürlich außen auch ein architektonisch interessantes Gebäude geworden, das sich sehr gut in die historische Umgebung einfügt. Bemerkenswert ist das Material, diese glasierte dunkle Keramik, die in verschiedensten Lichtsituationen ganz unterschiedlich ausschaut und mit einer Besonderheit, diesen beweglichen Lamellen, die ein ganz wichtiger Bestandteil des Energiekonzepts sind und der Beschattung dienen. Vielen Dank, lieber Wolfgang, dass du mit uns durchs Haus durchgegangen bist, bis zu dieser tollen Terrasse rauf. Jetzt muss ich mich aber leider von dir da verabschieden. Denn wir übergeben jetzt an die Sophie. Die sitzt nämlich schon am Zitterbalken auf der Bergisel-Sprungschanze und erwartet uns dort. Danke Angelika für deine Übergabe. Ich sitze zwar noch nicht am Zitterbalken, weil ich bin da herunten im Stadion und schaue mir vorher die ganze Anlage mit dem Herbert Mandl, Geschäftsführer von Bergisel, an und ich darf sagen, wir starten, weil er wartet schon auf uns. Ja, Bergisel, ein sehr historischer Platz, nicht zuletzt auch von den Bergisel-Schlachten noch. Und natürlich sportlich gesehen für uns der Bergisel natürlich sehr wichtig. Der Skisprungberg schlechthin. Seit 1952 eigentlich ist Bergisel-Springen Bestandteil der Vierschanzentournee. Ganz, ganz wichtig sind natürlich auch die Olympischen Spiele. Erstmals hier in Innsbruck 1964. Ja, das Kai Bergisel ist unser Restaurant hier direkt am Schanzenturm, in luftigen Höhen, 50 Meter über Grund. Wie ist die Idee dazu entstanden, da ein Restaurant zu machen? Ja, vor dem Neubau 2001 ist hier ein Architektenwettbewerb ausgeschrieben worden, wie man den Turm neu gestalten könnte. Und diesen Wettbewerb hat Sarah Hadid gewonnen mit ihrem spektakulären Entwurf des Schanzenturms. Und dann war es Idee unserer zuständigen Herren im österreichischen Skiverbandes, die gesagt haben, auch könnten wir nicht ein Restaurant hier unterbringen. Und das war natürlich eine sehr gute Idee und die hat man dann auch umgesetzt. So, jetzt sind wir am höchsten Punkt des Bergisels angelangt, auf unserer Aussichtsplattform hier am Turm. Mit einem wunderschönen Blick natürlich nicht nur über die Stadt, sondern eigentlich über das ganze Land. Jetzt zeige ich dir noch letzte Station, den Ablauf der Skispringer, den berühmt-berüchtigten Zitterbalken.
Aber ich verabschiede mich jetzt von dir. Ich hoffe, du hast einen guten Eindruck gekriegt über die Imposanz dieser Anlage. Ich übergebe jetzt an Thomas, einen unserer Bergiselspringer, der kann dir das genau erklären. Ja, Thomas, das muss ja ein unglaubliches Gefühl sein, da herumzusitzen und so einen Ausblick auf die Stadt zu haben. Beschreibe es nochmal für mich. Ja, also der Ausblick, du hast ihn ja selber jetzt da schon vom Anlauf gesehen, ist natürlich ein sehr, sehr besonderer. Das Gefühl als Skispringer, ich weiß nicht, ob du das vielleicht selber mal am eigenen Körper erleben möchtest. Und wenn du Lust hast, können wir das gerne mal ausprobieren und dann geben wir da die Möglichkeit, dass du da einmal runterspringst ja, und cool, das ausprobieren könntest. Dann. Ja. Also jetzt sitzt du selber bereit zum Springen. Wie fühlt sich das jetzt für dich da an am Balken? Ja, cool. Das macht man nicht jeden Tag und ich kann mir schon vorstellen, dass es einfach ganz was Besonderes ist als Skispringer. Also ich sage danke Thomas für die Zeit und dass du mir das gezeigt hast. Und ich übergebe weiter an unseren Thomas, der wartet schon in Adambräu und freut sich auf ein. Wir stehen nun hier in einem wahren Kleinod der Architektur in dieser Stadt. Das ehemalige Sudhaus des Adambräu in Innsbruck, heute Heimat des Zentrums für Architektur und Tirol. Wir treffen nun den Leiter des Zentrums, Herrn Arno Ritter, der uns etwas über die Geschichte des Hauses und das Haus selbst erzählen wird. Servus Arno, schön dich zu sehen, danke dir. Arno, magst du uns ein bisschen was über die Geschichte dieses tollen Hauses erzählen? Ja, wir befinden uns im ehemaligen Adambräu, einer Ikone der Moderne aus der Zwischenkriegszeit von Lois Welzenbacher. Er hat es Ende der 20er Jahre geplant und es war eigentlich das zweite Hochhaus von Innsbruck und war eine Brauerei mit 4 Kesseln und war damals eine ziemliche technische Herausforderung, weil es eines der ersten vertikal organisierten Brauereien der Welt ist. Und wir sind jetzt seit 2005 hier herinnen und haben es transformiert, umgebaut und es ist jetzt ein Ausstellungsraum für Architektur, Design, Kunst, also Themen, die sich um das Feld Gestaltung unserer Umwelt drehen. Wir befinden uns jetzt da im zentralen ehemaligen Sudraum. Es gab hier 4 Kessel, die sind natürlich nach Ende des Betriebs weggekommen. Und das Gebäude steht unter Denkmalschutz und hier in diesen Räumlichkeiten, das ist für uns so der zentrale Veranstaltungs-, Vortrags-, Diskussions- und Empfangsraum. Und für mich ist es eigentlich so der urbanste Raum in Innsbruck, vor allem am Abend, wenn die Berge ausgeblendet sind und die ÖBB mit ihren Zügen durch die großen Bildflächen fahren, ist es für mich eigentlich so als geborener Wiener ein sehr urbaner, feiner Raum. Arno, vielen, vielen herzlichen Dank für diesen tollen Einblick in ein großartiges Gebäude mit großartiger Geschichte in Innsbruck. Weil du gesagt hattest, es war das zweite Hochhaus in Innsbruck vom Lois Welzenbach. Gibt es im Haus einen Ort mit einer guten Aussicht? Ja, wir müssen zwar einiges an Stufen steigen, aber ich zeige dir das. Hier vom Dach des Adambräu möchten wir Sie einladen, mit uns in einem kurzen Film auf eine Reise zu anderen architektonischen Highlights in Innsbruck zu gehen. Im Anschluss daran wird Sie Johannes aus der Stadt mit hinaufnehmen in die alpine Wildnis, die Innsbruck umgibt.
Ja, wir stehen jetzt vor der Talstation der Hungerburgbahn und ich möchte euch auf eine Reise mitnehmen, die in dieser Form wahrscheinlich wirklich nur in Innsbruck möglich ist, weltweit, nämlich von der Stadt mit den Bahnen hinauf ins Skigebiet der Nordkette und ich freue mich, wenn ihr mich begleitet. Gehen wir. Ich stehe vor der Bergstation der Hungerburgbahn. Die wurde wie die anderen 3 Stationen von der mehrfach ausgezeichneten, sehr berühmten Architektin, Designerin Zaha Hadid entworfen. Und sie hat sich bei der Dachkonstruktion von den Tiroler Gletschern inspirieren lassen. Darum seht ihr diese fließenden Formen, die das Zitat der Tiroler Gletscher darstellen. Und wir gehen jetzt gleich weiter und treffen den Geschäftsführer der Nordkettenbahnen, Thomas Schroll. Ja, jetzt sind wir im sogenannten 2. Stock auf 1900 Meter über Innsbruck. Wie geht es euch mit Filmproduktionen? Ich glaube, die Filmproduktionen auf der Nordkette haben eine wirklich ganz, ganz lange Tradition. Also wir haben ja schon, blicken ja schon auf 100 Jahre zurück, ob das der Louis Trenker war mit Berge in Flammen, der Sissi-Film, der auch oben am HVLK gedreht worden ist. Uns geht es gut dabei und ich glaube auch den Filmtreibenden geht es sehr gut dabei, weil wir einfach eine unwahrscheinliche Location hier oben haben, ob es jetzt die Seegrube ist oder auch natürlich dann das HVLK. Von den vielen Produktionen, die du ja auch persönlich begleitet hast, ist da eine in Erinnerung geblieben, Gespräch mit einem Filmschaffenden? Ja, gerade die Filmproduktion vor, ich glaube 2012 mit die K2 Erstbesteigung, wo wir auf dem HVLK da oben das letzte Basislager nachgestellt haben und auch den letzten Hang hinten bei der Geierwalle-Hütte, da war der Regisseur Robert Dornhelm. Und ich erinnere mich, da gibt es ja die Erinnerung an ein ganz besonderes Gespräch mit ihm. Ja, er geht 3 Meter nach hinten, ist in der unberührten Natur und umgekehrt hat er gesagt, es ist einfach traumhaft, weil man nur 2 Minuten nach hinten in die Station hat und sein Tee und sein Wurstsemmel holen kann. Wir fahren jetzt noch in den sozusagen 3. Stock der Nordkette hinauf aufs HVLK und wünschen auch dir noch einen schönen Tag. Vierte. Vierte. Servus. Jetzt sind wir ganz herum, sozusagen im 3. Stock hoch über Innsbruck auf dem HVLK auf über 2200 Meter mit Blick auf die Stadt und die Berge, die Innsbruck umrahmen. Und es sind wirklich nur ein paar Schritte in Richtung Norden auf die andere Seite des HVLKs und da tut sich ein Blick auf in diese wunderbaren Karwendeltäler, somit in eine alpine Wildnis. Und diese Chance lasse ich mir nicht nehmen, stelle mich auf die Ski und fahre hinunter. Ich danke euch fürs Dabeisein und wir sehen uns wieder im Studio im Haus der Musik. Ja, wir sind wieder im Studio im Haus der Musik. Ich hoffe, es hat euch so viel Spaß gemacht wie uns bei den Dreharbeiten. Wir kommen langsam zum Ende unserer ersten virtuellen Location-Tour und ich möchte allen danken, die daran mitgewirkt haben. Vielen Dank, Colette. Ich danke vor allem dem Thomas, der die Hauptverantwortung für diese erste Tour in virtueller Form gehabt hat. Angelika und Sophie, vielen Dank für eure Beiträge. Ich danke auch allen Partnern, dem Haus der Musik, Bergisel, dem Architekturzentrum Adambräu, der Nordkette. Ich danke Dr. Manfred Bascher von Mountain Film City und den 2 Filmemachern Hanno Makowitz und Dail Becks.
Wir danken dem Jakob Strassl, der unsere Videos produziert hat, und Sören Lose von Event Factory, der uns technisch durch diese Produktion begleitet hat. Wir können uns, wenn ihr noch Zeit und Lust habt, dann gleich in den Wonder Rooms treffen. Für mich auch die erste Erfahrung, aber ich bin neugierig und auch leicht aufgeregt, aber das werden wir schaffen. Bis dahin, meine Lieben, gibt es noch einen Film. Das ist eine Einladung mit uns, einen Flug über Tirol zu machen. Etwas sehr Meditatives, mit großartigen Flugaufnahmen. Bitte genießt diese Zeit, diesen Blick von oben auf unser Filmland Tirol. Und in diesem Sinne wünsche ich euch allen das Beste. Bleibt gesund und ich hoffe, wir werden uns bald wieder persönlich sehen. Auf Wiedersehen.